Der historische Ausgangspunkt der Ausstellung ist der amerikanische Künstler, Kunstkritiker und Schriftsteller Brian O'Doherty, der 1928 geboren wurde und letztes Jahr verstorben ist. Das Thema der Ausstellung, das vorgegeben war durch Curated By, ist ja das Neutrale. Und als ich mir die Konzeption der Ausstellung begann zu überlegen, habe ich mich daran erinnert, dass Brian O'Doherty 1967 ein Magazin publiziert hat, Aspen 5 und 6, eine Sammlung von Dokumenten, Kunstwerken, Filmen, literarischen Texten, die von Künstlerinnen und Künstlern, Schriftstellern, Musikern aus seiner Generation, mit denen er im Austausch war, die ihn für seine eigene Arbeit interessiert haben. Und in diesem Magazin gab es einen Text von Roland Barthes, Der Tod des Autors, ein heute sehr bekannter, wichtiger Text, der erstmals eben in diesem Magazin in englischer Sprache 1967 publiziert wurde. Und Roland Barthes ist ja auch der Ideengeber für das Curated By-Projekt und diesen Begriff des Neutralen, über den er einen eigenen Text verfasst hat, der aber auch in diesem Text über den Tod des Autors eine wichtige Rolle spielt. Und Roland Barthes und Brian O'Doherty haben, glaube ich, gemeinsam, dass sie sich für diese Idee des offenen Kunstwerks interessiert haben. Also ich glaube, man könnte das Neutrale auch ersetzen durch den Begriff des Offenen, der offenen Konstellation, des Arbeitens am Rande, das Ausspielen vom Zentrum und Rand, also eben dieser Begriff des Offenen, der seit den späten 60er Jahren in der Kunst ja immer wichtiger geworden ist. Neben diesem Magazin Aspen 5 und 6 zeigen wir in dieser Vitrine das Typoskript zu The Crossdresser's Secret, dem letzten Roman, den Brian O'Doherty geschrieben hat über eine historisch verbürgte Persönlichkeit, den Chevalier d'Eon, der für den französischen König Louis XV im 18. Jahrhundert gearbeitet hat, in London gelebt hat und dafür bekannt war, dass er eben auch in den Clubs als Frau aufgetreten ist, zum Spott der Öffentlichkeit wurde und dann in späteren Jahren aus London zurück nach Frankreich gezogen ist, eine Pension des Königs bekommen hat, aber dazu verpflichtet wurde, als Frau den Rest seines Lebens zu leben. Und der Roman The Crossdresser's Secret handelt eigentlich von diesen inneren Dialogen, der Außenwahrnehmung dieser Person und der Reaktion darauf, aber eben auch der Selbstwahrnehmung, dieser Frage nach der Persona, also nach der Rolle, die man in der Gesellschaft einnimmt und der Frage, wie man sich selber eben wahrnimmt, definiert, verhält. Das ist eigentlich das zentrale Thema dieses Romans. Und dann haben wir als drittes Element Mental Masquerade. Das sind die Kunstkritiken, die Brian O'Doherty unter dem Namen Mary Josephson in den 70er Jahren in Art in America veröffentlicht hat. O'Doherty war Editor dieses Magazins in den 70er Jahren und hat neben unter seinem eigenen Namen publizierten Texte eben auch als Kunstkritikerin unter dem Namen Mary Josephson publiziert. O'Doherty war also jemand, der mit sehr vielen Personen unterwegs war, der sich dafür interessiert hat, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und aus unterschiedlichen Perspektiven über das Leben nachzudenken und zu handeln. Und diese unterschiedlichen Alter Ego, von denen wir hier einige vorstellen in dieser kleinen Präsentation im Rahmen der Ausstellung, waren alle bis sehr spät in seinem Leben praktisch unbekannt, außer Patrick Ireland, eines dieser Alter Egos, das bekannt war. Die hat er alle dann erst in 2011 in einem Vortrag öffentlich gemacht und hat dabei betont, dass es eben wichtig war, dass es diese unterschiedlichen Personen in seinem Werk gab, weil jede eine unterschiedliche Rolle hatte, die sie erfüllen musste, die nicht von den anderen nicht hätten erfüllt werden können.
Also dass sein Selbst eben viel größer, dass er sein Selbst viel größer machen konnte dadurch, als er es hätte erleben können, wenn er alles unter diesen einen Identität des Brian O'Doherty gelebt hätte. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt, der historische Ausgangspunkt oder auch vielleicht der Anstoß dann in die Gegenwart zu finden und in dieser kleinen Studienausstellung auch noch zeitgenössische Künstler einzubeziehen. Das sind 2 Künstlerinnen, die eine Mia Sanchez, die andere Gritli Faulhaber. Beides sind Künstlerinnen, die in der Schweiz leben, die auf sehr unterschiedliche Art, glaube ich, diesen Dialog zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, der eben auch im Zentrum des Werkes von O'Doherty steht, auch in ihrem Werk thematisieren. Wir sehen hier eine Gruppe von kleinen Bildnissen, die den Titel Les Petits tragen, eine Serie von Arbeiten, die Gritli Faulhaber geschaffen hat. Alle diese Bildnisse sind appropriierte Bildnisse anderer Künstlerinnen, Darstellungen von Frauen aus ganz unterschiedlichen Epochen und künstlerischen Zusammenhängen, die als Gruppe für Gritli Faulhaber Aspekte ihrer eigenen Definition als Künstlerin enthalten. Es ist eigentlich eine Form der Selbstvergewisserung, der Selbstverortung einer Künstlerin in diesem größeren Zusammenhang von Porträt, Menschendarstellung und insbesondere eben Bildnissen von Frauen. Gritli Faulhaber verwendet meistens Arbeiten auf Papier als Vorlagen für ihre Serie Les Petits. Es sind also Transformationen von im Internet gefundenen Arbeiten auf Papier, die in Malerei umgesetzt werden. Und das sieht man, glaube ich, an diesem Gemälde auch sehr schön, was Malerei dann eben auch für Möglichkeiten hat. Dieses kleine Bild hier trägt den Titel Berthe. P is for primer, but also for protection. Und was wir sehen, ist eine Zeichnung von Berthe Morisot, die sich Gritli Faulhaber angeeignet hat und die übermalt ist mit einem Primer, der die Zeichnung visuell in den Hintergrund treten lässt, aber gleichzeitig eben auch einen Umraum bildet, in dem sie eben, wie der Titel sagt, sichtbar, aber auch geschützt wird. Neben dem Buch The Crossdresser's Secret von Brian O'Doherty und den Gemälden von Gritli Faulhaber aus der Serie Les Petits zeigen wir eine Gruppe von Siebdrucken von Mia Sanchez. Diese Gruppe von Siebdrucken zeigt Kleidung und thematisiert dieses Thema der Selbst- und Fremdwahrnehmung, dieses Spannungsfeld über Mode und über Kleidung. Die Kleider, die wir hier sehen, sind Stücke, die die Künstlerin in ihrem Umfeld zusammengetragen hat, ein Archiv aufgebaut hat mit Abbildungen dieser unterschiedlichen Kleider, die sie dann über Farbe und über stilistische, modische Aspekte zu Gruppen zusammengestellt hat, fotografiert hat, Siebe hergestellt hat und die Siebdrucke dann im Moment der Produktion zu Kompositionen zusammengestellt. Also das sind nicht geplante Kompositionen, sondern Kompositionen, die im Prozess des Druckens entstanden sind.